Servus und schöne Grüße hier aus der Marina Lanzarote. Wir liegen jetzt hier schon seit knapp 3 Wochen vor Ort, haben schon einige Arbeiten am Boot gemacht und auch an dem von einem befreundeten Segler. Und heute ist der große Tag. Heute kommt unsere Stella aus dem Wasser. Das heißt, in circa einer halben, dreiviertel Stunde kriege ich das Signal und dann fahren wir Richtung Werft und werden hochgekramt. Das ist für jeden Segler immer so ein heikler Moment, weil man weiß nie, ob alles glatt geht oder nicht. Aber es sollte alles passen und dann gehen die richtig großen Arbeiten hier am Boot los. Ja, das erste wird sein, dass wir das komplette Unterschiff neu machen. Also wir werden einen kompletten Neuaufbau machen, alles erstmal abschleifen oder vielleicht auch mit einem Hochdruckreiniger. Das wird sich gleich noch herausstellen, wenn wir dann aus dem Wasser draußen sind. Und dann einen kompletten Neuaufbau machen, das heißt 4 Lagen Epoxy und dann 2 Lagen Anti-Fouling bzw. Silicone machen wir drauf. Davon habe ich sehr viel Gutes gehört und wir wollen das einfach mal austesten. Bin gespannt. Genau. Ansonsten gibt es noch auf der Steuerbordseite das Saildrive zu reparieren bzw. da dieses Diaphragma auszutauschen, was wir schon auf der Backbordseite gemacht haben vor 3 Monaten. Damals hatten wir ein Loch drin und mussten hier auch vor Ort ausgekramt werden auf die Schnelle. Ich verlinke euch mal das Video hier oben drin, falls ihr es noch nicht kennt. Ja, das sind so die 2 Hauptaufgaben. Ansonsten werden wir noch einen Fischfinder unten einbauen, dass wir auch auf nicht so klaren Untergründen einfach einen guten Ankerplatz finden. Gerade wenn wir jetzt dann auch später in den Gambia River reinfahren, will man nicht immer nach dem Anker tauchen und dann ist es gut, wenn man davor Bescheid weiß, wie der Ankergrund aussieht. Ja, ansonsten stehen noch viele kleine Aufgaben an, die werden aber so in den großen und Ganzen einfach so nebenher laufen. Ich bin jetzt gespannt und freue mich, dass es endlich losgeht. Jo, erster Tag jetzt hier auf der Werft und wir starten gleich in die Vollen. Heute packen wir unsere Wasserlinie an. Wir haben da ein kleines Problemchen und ich weiß nicht, ob man sieht es. Hier kann man es vielleicht ganz gut erkennen. Normalerweise ist unter dem Graffiti nochmal so ein blauer Streifen und irgendwie, entweder liegt es tatsächlich daran, dass wir einfach eine zu niedrige Wasserlinie haben. Auf jeden Fall bilden sich da leichte Osmosebläschen. Wenn man die aufsticht, dann merkt man auch so diesen Essiggeruch drin. Also das ist eigentlich der Grund, warum wir jetzt auch unbedingt rausgehen. Das Gute ist, ich habe schon auf der Seite geschaut, es ist nur auf einen sehr, sehr dünnen Bereich begrenzt. Also es sind 8 cm von der Höhe und es geht auch nicht tief rein. Also es sind ja so ein Abplatzer von 1 mm. Aber da müssen wir jetzt auf jeden Fall eben mit der Schleifmaschine hin, den kompletten Streifen runter abschleifen, bis eben nichts mehr zu sehen ist, ausspachteln und dann wird die Wasserlinie insgesamt um ca. 10-15 cm erhöht, dass wir da einfach keine Probleme mehr haben. Jo, los geht's! Guten Morgen, es ist schon der 2. Tag. Wir haben gestern viel geschafft. Wir haben die komplette Wasserlinie, wie man hier sieht, abgeschliffen. Mussten teilweise relativ tief in dieses blaue Material rein, da die Bläschen doch ein bisschen tiefer gegangen sind. Aber hier auf der eigentlichen Grundierung oder auf dem eigentlichen Gelkurs sozusagen vom Boot ist alles wieder fein. Deswegen sieht die jetzt nicht mehr so schön aus. Eventuell spachtel ich ein bisschen mit Epoxy drüber, dass das alles wieder glatt ist. Heute kümmern wir uns aber erstmal um unseren Steuerbordmotor und tauschen das Saildrive oder die Saildrive-Dichtung aus und machen einen Ölwechsel.
Das erste, um das Sail Drive auszubauen, ist, dass wir hier einmal unseren Propeller abschrauben müssen und dann diese Gummidichtung lösen. Dann geht es in den Motorraum rein und von da werden dann die Motoren, mit denen der Sail Drive auf dem Rumpf sozusagen aufgeschraubt ist, gelöst und auch die zum Motor hin. Und dann kann man das Sail Drive nach hinten oder nach vorne ziehen bei mir und dann rausziehen. Ist nicht immer ganz einfach, weil der Platz im Motorraum echt eng ist, aber ich bin es jetzt schon gewohnt, habe es jetzt insgesamt 4-5 Mal gemacht hier auf der Werft schon, deswegen ja, sollte ein Kinderspiel werden. Um die Schraube zu lösen, müssen wir jetzt hier erstmal mit einem 13er Schlüssel die Gewindestange rausmachen. Die sitzt manchmal weniger fest oder auch fest. Bei mir relativ locker, da ich erst vor kurzem den Propeller unter Wasser tauschen musste, weil er sich ein Fischernetz verfangen hatte drin. Ist dann nicht so einfach, hier über Wasser ist es deutlich angenehmer. Um dieses Teil jetzt hier abzumachen, tue ich das hier mit einem Holz einfach verschränken, dass der Propeller nicht durchdrehen kann. Und dann geht es hier mit einer großen Stange, ich habe einen alten Speer, der eignet sich dafür ganz gut. Im Notfall gehen auch 2 Schraubenzieher. Und dann lässt sich das ganz einfach lösen. That's it. Der Propeller ist ab. Nachdem man jetzt die Anode weggebaut hat, kommt man hier an 4 weitere Schrauben, einmal 2 oben, 2 unten. Und wenn man die gelöst hat, dann kann man eigentlich das komplette Teil in einem Stück rausziehen. Aufpassen, das ganze Öl kommt dann auch mit raus. Es gibt hier unten eine Ölablassschraube, die funktioniert bei mir aber nicht mehr, die ist so fest. Deswegen lasse ich das Öl meistens auch einfach so raus. Und das machen wir jetzt. Hier unten sind wir jetzt soweit fertig. Gummi ist weg, das untere Teil vom Sail Drive auch. Liegt alles hier schön. Und jetzt geht es in den Motorraum rein und alle Schrauben lösen. Jo, im ersten Schritt lösen wir hier die Schrauben vom Sail Drive an den Rumpf dran. Dann wird der ganze Motor aufgehangen an einem Flaschenzug, dass das Gewicht nicht alles auf den Schrauben liegt. Und dann werden diese hier gelöst. Man hebt den Motor mit dem Flaschenzug ein bisschen an und dann kann man das Sail Drive einfach rausheben. Das ist dann noch ein bisschen tricky Sache. Hier, der Schaltzug muss noch abgebaut werden und eventuell auch das Rohr, dass man gut hinkommt. Ich versuche es mal ohne das abzubauen, weil das ist immer ein Mordsstress. Vielleicht klappt es auch so. Die Schrauben vom Sail Drive sind jetzt alle gelöst. Ich habe auch hier den Gangschaltungshebel abgebaut und hier ist normalerweise der Gashebel dran, dass man einfach ein bisschen besser hinkommt. Der Wasserschlauch ist entfernt. Das Teil lasse ich mal dran. Ich versuche es ohne es zu entfernen hinzukriegen, weil das sitzt richtig fest drauf und da habe ich beim anderen Motor schon mehrere klägliche Versuche gemacht. Jetzt nehmen wir einen Flaschenzug und ziehen den ganzen Motor von hier aus nach oben. Dazu müssen wir auch noch an der Seite die Schrauben lösen, dass der Motor sich auch bewegen kann. Okay, ich versuche jetzt rauszuholen. Ja. Das ist so eng.
Jetzt haben wir hier das untere Teil vom Saildrive komplett abgebaut. Man kommt jetzt ganz einfach an diesen Gummi hin. Das ist der alte, kann man direkt wegschmeißen, der ist sicher schon 5, 6 Jahre alt. Da wir jetzt die nächsten 8 Jahre Ruhe haben wollen, tauschen wir den aus und setzen den neuen ein. Wir machen hier die ganzen Flächen nochmal sauber und schauen, dass da kein Schmutz oder sowas drin ist. Dann wird es wieder zusammengesetzt und zusammengebaut. Und das war schon dann der ganze Dichtungstausch. Die Dichtung tauschen wir auch aus. Neue, die wird einfach hier reingelegt. Schaut, dass sie schön sitzt. Bevor wir jetzt die wieder zusammensetzen, machen wir hier in die Schraubenlöcher noch ein bisschen Loctite 9523 rein. Das ist ein Mittel, um Schrauben abzudichten. Es härtet aus und wird dann gummiartig, wie man hier auch schon sieht. Und dadurch sind die Schrauben dann auch 100% gegen Wassereintritt gesichert. Soweit ist alles gut. Die neue Dichtung ist drin, die Schrauben sind auch drin und gesichert. Jetzt geht es wieder an den Einbau, das heißt hoch wieder und in den engen Motorraum rein und hoffen, dass es besser klappt wie der Ausbau, weil ich glaube, für den Ausbau habe ich jetzt trotzdem 2 Stunden fast gebraucht. Wir werden sehen. So, hier oben ist jetzt alles geschafft. Alles wieder eingebaut, alle Kabel wieder dran. Ich habe auch in dem Zuge hier noch dieses alte Absperrventil, was am Saildrive dran ist, gegen ein neues, größeres getauscht mit einem richtigen Kugelgelenk sozusagen drin. Denn dieses hier, was ab Werk eingebaut ist, eben von Januar, das lässt sich mit der Hand gar nicht bewegen, deswegen fliegt es raus. Und das ist reingekommen, das kommt jetzt auch auf der Backbordseite auch noch eben rein. Und dann kann man das auch ganz einfach auf- und zumachen, falls man doch mal irgendwie schnell den Wasserzufluss in den Motorraum stoppen muss. Soweit ist dann hier alles gemacht, wie gesagt. Und jetzt gehen wir runter nochmal ans Saildrive und tauschen da die Simmerringe und Dichtung und dann kommt das Ganze rein und Schluss für heute. So, hier an der Welle gibt es noch 2 Simmerringe innen drin, die halten das Wasser oder auch das Öl davon ab, nach innen oder nach außen zu gehen. Um da ranzukommen, muss man hier diese Schrauben lösen und dann kann man das Ganze nach unten wegziehen und kommt dann eben an diese Simmerringe dran. Die muss man dann meistens mit dem Schraubenzieher oder irgendwie rauspulen und dann die neuen flutschen dann eher rein. Ja, machen wir jetzt mal und schauen an, ob die noch einigermaßen okay sind, aber es kommen auf jeden Fall neue rein. Hier oben sieht man noch ein Loch, darauf geht es zu achten, dass man das auch wieder an genau die gleiche Position später bringt, weil das ist für den Öldurchfluss da und das auf keinen Fall falsch einbauen. So, hier sehen wir jetzt die Simmerringe. Und die holen wir jetzt raus.
Man sieht hier jetzt auf der Welle so leichte Einlaufspuren, die kommen eben von diesen Dichtungsringen. Und um das zu verhindern oder dass da irgendwann dann Wasser eintritt, versetzen wir diese Zwischenstücke, die sitzen normalerweise zwischen den beiden Dichtungen. Wir setzen jetzt eine davor und eine dazwischen und dadurch verlagern wir ja, die Lauffläche eben von den Dichtungen und kriegen die Welle trotzdem noch dicht. Erstmal wird alles gut mit hier Bremsenreiniger gereinigt, dann kommt es raus und schön mit gutem Bootsfett fetten. Ah, eine Dichtung. Bei den Dichtungen schauen, dass eben eine nach außen schaut und die andere nach innen. Die eine sorgt dafür, dass kein Wasser ins Getriebe reinkommt und die andere sorgt dafür, dass kein Öl nach außen kommt. Jetzt kommt der zweite Ring rein und die zweite Dichtung. Guten Morgen, Tag 3 hier auf der Werft in Arrecife. Heute geht es ans Unterschiff dran. Wir haben gestern noch alle Motoren eingebaut, geserviced, Ölwechsel gemacht und sind soweit jetzt damit ready. Das heißt, wir können uns voll und ganz hier ums Unterschiff kümmern. Wie man sieht, wir haben die Wasserlinie schon abgeschliffen und hier habe ich mal einen Test gemacht, wie lange es dauern würde, wenn man alles komplett abschleift, und wir sind auf keine gute Zeit gekommen, also da wären wir sicher 4 Tage beschäftigt, um alles wirklich bis auf die Grundierung runterzuhauen. Deswegen geht das Boot heute nochmal in den Kran rein und wird nach vorne transportiert und dann wird der Hochdruckkercher angewendet, also ein richtiger Hochdruckreiniger mit über 100 Bar. Und damit sollte man tatsächlich das komplette Anti-Fouling bis auf die erste Epoxy-Schicht abbekommen. Wir probieren es mal, und falls es nichts wird, habe ich immer noch eine kleine Geheimwaffe. Die funktioniert nämlich auch richtig gut, habe ich gemerkt. Und zwar ist es so ein Kratzer, ein Scraper. Und mit dem kann man den Lack einfach abziehen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu tief geht. Aber es ist unglaublich, wie schnell man damit riesige Flächen Lack oder Anti-Fouling abbekommt. Also man sieht hier, das ganze Schiff ist ja schon blau und das habe ich innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde komplett die erste Schicht abgezogen. Die zweite Schicht ist ein bisschen härter, deswegen lassen wir da jetzt trotzdem mal den Kercher dran. Da das ist mit dem Hochdruckreiniger doch nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, muss ich jetzt doch hier mit meinem Schaber dran und das komplette Unterschiff mal schön abschaben. Bin gespannt, wie weit ich heute komme, aber wird auf jeden Fall ganz schön auf die Muckis gehen. Durch die Standzeit jetzt draußen auf dem Trockendock und die ständige Sonneneinstrahlung ist das Anti-Fouling schon ganz schön hart geworden und dadurch ist es gar nicht mehr so einfach gewesen wie beim Test am ersten Tag. Das heißt, das ganze Abkratzen hat deutlich länger gedauert als ursprünglich gedacht. Was für eine Scheißarbeit. Sieht aus wie ein Schlumpf. Insgesamt habe ich, glaube ich, 2 Tage nur gekratzt, um wenigstens ein bisschen Vorarbeit für die Schleifer zu machen.
Es hat viel gebracht, denn mit dem Kratzer schafft man doch deutlich dickere Schichten abzutragen wie mit einem Schleifgerät. Und ansonsten hätten wir sicher 2 Wochen insgesamt geschliffen. Also die Arbeit hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jo, Tag 5 glaube ich jetzt auf der Werft hier. Wir haben die letzten 3 Tage nur komplett durchgeschliffen. Das Ergebnis sieht ganz gut schon aus. Die Jungs hier sind noch bei den letzten Arbeiten dran. Das heißt, wir werden heute auf jeden Fall fertig damit. Wir hatten ein bisschen zu kämpfen mit unserer Wasserlinie hier, weil dadurch, dass die Wasserlinie etwas zu niedrig war, haben sich da leichte Osmosebläschen gebildet und gerade so auf der Außenseite war das so tief, dass ich wirklich diesen kompletten blauen Streifen abschleifen musste. Ja, das wird jetzt noch verspachtelt, das heißt, wir werden es erstmal reinigen und dann mit Epoxy-Spachtel auffüllen, dass es wieder schön glatt ist und dann nochmal abschleifen. Und dann können wir morgen starten mit Anstreichen. So, wir sind soweit ready. Das Unterschiff ist komplett abgeschliffen, vorbereitet und ready für den Anstrich. Die Wasserlinie ist schon geklebt, die neue. Wir haben es jetzt um mindestens 10 cm nach oben versetzt, oder werden wir. Und ab morgen geht es dann los mit dem Streichen. Wir machen ja das Silic One von Hempel drauf und das zeige ich euch einfach im nächsten Video. Also wenn es euch interessiert, dann schaltet gleich hier oben an und schaut es an. Bis dann!